So, das war's dann soweit. Hier ist wieder zusammengepackt. Ich marschiere jetzt weiter. Wir machen heute noch Holz für unser Winterbiwak an der Hütte. So, hallo, hier ist wieder euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Heute bin ich mit Martin und mit Andi unterwegs. Wir sind am Zwieselmassiv und machen dort einen Overnighter zu dritt. Und einen Hund. Dabei haben wir auf einen ganz geheimen Platz gestoßen, den uns der Andi gezeigt hat, wo man wirklich uneinsehbar ist. Wenn dich interessiert, was wir dabei treiben, dann bleib einfach dran. Hier haben wir einen Lagerplatz am Berg, ganz schwer einsehbar, geht eigentlich nur ein Zugang dazu, also perfekter Platz. Findet uns keiner und vor allem das Schöne, er hat sogar eine eigene Quelle. Und der Andi ist gerade dabei, diese Quelle ein bisschen auszuheben, damit wir auch Wasser schöpfen können. Quelle ausgraben. Das ist echt ein geiler Platz da. Wie man sieht, fließt immer wieder Wasser direkt aus dem Boden. Auch Schwammerl gibt es da ohne Ende. Dann heben wir mal eine Grube aus für unser Grubenfeuer, während der Martin beim Holzsammeln ist. Schmecken Bier, gell? Ein paar Schluck, dann schmeckt Lagerplätze. Vito wartet schon. Das Feuer geht langsam an. Hier ist der Platz. Es ist kein Waldbrand gefahren, momentan in die Wechsel geschaut. was in dem Lehmboden, das ist schon, da weiß ich nichts sagen. Funkenfluch ist jetzt auch nicht, jetzt wenn der Lanergras wäre so dürr ist, ne, dann werde ich schon bedenken, aber ja. So. Was gibt es bei dir heute? Heute gibt es Gulasch mit Bohnen.
Schaut lecker aus. Was gibt's bei dir? Das ist Kohlroulade mit Kartoffelpüree und Gemüse. Also ein Fertiggericht halt. Taschentuch auf Thunfischdose. Schauen wir mal, ob es schmeckt. Ja, der Survival Deutschland Typ hat das da Ah, den kenne ich ja. propagiert. Der hat fei unwahrscheinlich viel Abonnenten, gell? Ja. Der Jetzt hat geht's, gar jetzt nicht so läuft's. schlechte Sachen. Wärmebox. Reisende Wärmebox. Selbst gebaut. Sehr gut. Sie wollen mal ein Reh haben, ne? Ich soll es denen zeigen, wie man es aus der Decke schlecht zerlegt, ne? Und auf dem Feuer grillen. Ne? Da war ich dort. Ne? Da kam ich mit dem Reh an. Ne? Haben sie schon mal, das sind ja so Schamanen, das Räuchern angefangen. Gell? Also das waren Expertenzeug, halt, gell? Ja, und dann aber dann ne? Und dann da am Feuer, ne? Aber Grill, ne? Dann waren sie alle skeptisch. Ne? Das ist ja verhältnismäßig steil. Ne? Dann plötzlich kommt so Verebnung. Ne? Das wäre für mich da so ein Platz für eine Hütte. Mann, ich krieg gar nicht, geht's nicht so zu machen. Was geht's da? So. Du, das ist mein T-Shirt. Schleich dich da. Jetzt geht auch noch mein T-Shirt. Und da ist die nächste Spinne. Vor Sonnenaufgang schon wieder Lagerfeuer. Ja, das ist heißt so, das musst du halt dann auch erzählen. Alles für die Laden, ja. Da kann ich schon so was machen. Also, dann wird sich gar nicht dabei noch nichts mehr. Das muss man aber dann nicht so bauen. Traumhafter Sonnenaufgang. Weit. Ich hab fast nur Videos. Da gibt es jetzt einen sehr schönen Blick von der Sonnenstrahlen auf den Schau, da ist